Einen wunderschönen guten Hallo wünsche ich allerseits. Schön, dass ihr heute mich dabei begleitet, wie ich einfach nur irgendeine Kacke im Internet anschaue. In dem Fall die Xbox Direct. Yay! Wuppdidu! Hey! Hallo! 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 Hallo Jane! Hallo Bömmeli! Hallo kleine Rolli! Hallo Oxo! Hallo Allraunde! Und Baba! Hallo! 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 Ja, die Xbox Direct ist für heute angesetzt. Die gucken wir einmal. Keine Ahnung, die geht wahrscheinlich so circa eine Stunde, vielleicht auch weniger. Ich bin gespannt, weil, warte mal, ich mache mal immer Musik an, hier so für Hintergrundgedöns. Ja, vielleicht nicht das haben wir jedes Mal. So. Ja, so eine Xbox-Präsentation von Gedöns ist in den letzten Jahren halt immer so eine Sache gewesen. Ja, hallo Overcat, hallo. Es ist ganz oft halt so gewesen, dass du denkst so, ja, ja, ob die jetzt was gezeigt haben oder Peng, ja. Die letzte und oder die vorletzte Präsentation von Xbox, die war tatsächlich recht sehenswert, weil sie halt vieles Interessantes halt angekündigt haben und auch gezeigt haben. Da waren sie dann, wenn man es so direkt vergleicht mit PlayStation, ihnen eine ganze Stück voraus, weil sie einfach mehr angekündigt haben, mehr Sachen gezeigt haben, worüber sich die Leute halt gefreut haben. Was positiv ist, ja, ein neuer Sound für das Mammut-Soundboard. Ja, so in etwa. Es ist positiv, dass sich Xbox mal so langsam halt mal aus ihrer ja, wir tun mal eher nichts Nische halt rausbewegen und ein bisschen was mehr zeigen, was sie eventuell alles eingekauft haben in den letzten Jahren. Weil, wenn halt irgendwann Sony so eine halbwegs Monopolstellung kriegt, ist das auch nicht so unbedingt gut für die Industrie. Von daher gucken wir mal, was die Xbox-Präsentation heute hat. Was ist denn ein Keks? Ja, warte, ich hab hier eine Tüte Kekse. Habt ihr auch Kekse? Wenn nicht, dann ist es natürlich schlecht. Ich bin mega gespannt. Es heißt jetzt im Vorfeld schon, ja, also von seitens Xbox, Microsoft, ja, diese Präsentation wird das Internet in Brand setzen und für Drama sorgen, etc. Also ich bin gespannt. Ich hab da einen Keks im Mund. Also die Gerüchteküche ist groß, was die Xbox Direct heute angeht. Insbesondere, weil sie haben ja in den letzten Jahren wirklich viele aufgekauft. Gibt einiges, das ist jetzt wahrscheinlich schon so bestätigt, so halt was sie zeigen. Wie zum Beispiel Hellblade 2, worauf ich mich mega freue. Der erste Teil von Hellblade war grandios. Ne, wo man halt sonst so denkt, ja, Hellblade, ja, Abschnitzelspiel. Es war weitaus mehr. Und das Abschnitzeln war gar nicht mal so viel. Und selbst das war etwas Besonderes, sag ich mal, ja. Ich sehe nur Gerüchteküche Switch 2, also so alles wie immer. Ja, das ist, seit der Switch 1 gibt es die Gerüchteküche Switch 2. Ja. Dann, was wahrscheinlich noch gezeigt wird Avowed. Das ist ein Spiel von Obsidian Entertainment, also ganz großes Studio, was RPGs angeht. Bin ich gespannt drauf, da mal etwas mehr zu sehen, vielleicht. Dann kriegen wir vielleicht was zu sehen von einem Indiana Jones Spiel, woran, glaube ich, die Entwickler von Wolfenstein werkeln. Und habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Bestimmt. Stimmt. Ich weiß noch nicht was. Was ich mir erhoffe, vielleicht zur Zeit für die Switch 3. Ja, so in etwa. Was ich mir erhoffe, was wir sehen, ist endlich mal Sachen zu Fable. Ja, es soll ja ein neues Fable in Entwicklung sein. Wir haben dazu schon Trailer bekommen in der Vergangenheit. Und vielleicht gibt es dazu endlich mal einen vernünftigen Trailer als nur, ja, Cinematic-Gedöns-Dingens und eigentlich so gar nichts. So nichts aussagen. Weil man vom Spiel selbst halt noch nichts gezeigt hat. Da wäre ich mega gespannt drauf. Dann gibt es natürlich Gerüchte, ja, was ist denn jetzt hier mit
den DLC für Elden Ring. Keine Ahnung, ob sie das dann hier mit anzeigen. Ja. Wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt von. Dann kann ich das halt gleich ans Ende von meinem Let's Play mit dran packen dann. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie jetzt den Trailer oder halt Release dazu halt offenbaren werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie sowas machen wie so eine Gears of War Collection oder sowas. Ja, Gears of War haben wir jetzt auch schon seit der Xbox One nichts mehr von gehabt. Wobei ich bisher nur den ersten Teil gespielt habe. Nicht, weil ich grundsätzlich davon abgeneigt bin, aber es ist halt so das typische, ja, Männer-Macho-Gedönsballerei. Weißt du, es ist halt so, hier bitte Actionfilm zum selber spielen. So in etwa. Ja. Hoffentlich kein Industriegedöns und mehr wie der erste Teil. Ja, das hoffe ich mir auch, dass Fable mehr Richtung Fantasy-RPG wieder geht, statt industrielles Zeitalter-Dingens. Das hoffe ich mir auch. Aber muss man halt einmal gucken. Ja. Kann natürlich sein, dadurch, dass er halt das Xbox ja auch Bethesda aufgekauft hat, dass sie schon irgendwas genauer zeigen für Elder Scrolls 6, wobei ich finde das ein bisschen früh. Neues Fallout werden sie bestimmt auch nicht ankündigen, weil aktuell läuft Fallout 76, oder sie ist Online-MMORPG, sehr, sehr gut für die. Das werden sie wahrscheinlich noch eine ganze Ecke ausschlachten. Vielleicht werkeln sie schon im Hintergrund an Fallout 5 oder so, keine Ahnung. Das neue Blade soll auch ein Xbox Exclusive werden, wegen Bethesda. Ja, genau. Das könnte auch interessant werden. Elder Scrolls Blades? Das Handygame. Genau. Ja. Ich glaube nicht, dass sie schon irgendwas zeigen von Blizzard, was sie irgendwie machen. Dafür ist halt der Einkauf zu kurzfristig. Nach den letzten Zukäufen kommen bestimmt Fortsetzungen zu den bekannten Microsoft-Spielen WoW 2, Warcraft 4 und Diablo 5. Ich glaube nicht. Ich glaube, sowas würde halt dann eher tatsächlich auf einer weiteren BlizzCon angekündigt werden. Und auch da glaube ich nicht, dass es da irgendwas in diese Richtung gibt. Wobei, apropos WoW. WoW wird jetzt dieses Jahr 20 oder ist jetzt 20 geworden? Ich glaube, es wird 20, ne? Also ein stolzes Alter. Alle Waldfee. Ja, mal gucken, was dann daraus dann irgendwann wird, ne? Okay, das war geil. Mir ist gerade die halbe volle Dose Energy vom Tisch geflutscht, aber nicht ausgekippt, stand einfach senkrecht auf dem Boden. Okay. Im November wird WoW 20. Ah, okay. Im November. Holla, Waldfee. Mammut, spielst du wieder WoW? Nein. Nein. Dafür werde ich nicht bezahlt, so. Ja, oder Microsoft. Microsoft hat auch Mojang gekauft, ne? Die stellen jetzt bestimmt Minecraft 2 vor, ja? Diablo schon wieder. Hatten wir das nicht erst? Ja, eben. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass er irgendwas dazu zeigt. Also höchstens vielleicht die Erweiterung, die ja schon angekündigt wurde, dass er da schon irgendwas zu zeigen. Ich glaube, die soll auch dieses Jahr rauskommen, die Diablo 4 Erweiterung. Ja, ich werde sie spielen. Ja. Ich weiß noch nicht wann. Jetzt heute kam ein neues Spiel von Turnip Boy raus. Also Turnip Boy Robs the Bank statt Turnip Boy Commits Tax Evasion. Hätte ich jetzt eigentlich auch gerne als Let's Play gespielt, aber ich glaube, mehr als ein Angedalt kriege ich aktuell nicht hin. Ja. Wow, so alt wie Facebook. Hab Werbung gesehen, dass die Leute für den Dreh suchen, für 20-jähriges Jubiläum. Wollen die irgendwas machen? Keine Ahnung. Da dachte ich schon, Alter, schon so alt, ja. Und so alt. Ja. Die können natürlich halt auch nochmal einen Trailer zeigen zu GTA 6. Ist okay. Kann natürlich sein, dass Rockstar sich jetzt überall irgendwie mit einklingt und überall einfach mal einen Trailer halt laufen lässt. Ja, wäre in dem Sinne zum Wohle der jeweiligen
Hersteller, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dadurch, dass es halt sogenannt Developer Direct ist, machen sie wirklich nur Spiele zeigen, die von ihren eingekauften Studios stammen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie auch anderweitig was zeigen. Dafür hat Microsoft genug Studios eingekauft. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Es geht in 8 Minuten los. Wir können ja schon mal so langsam rüberschalten gleich. Warte. Warte. Habe ich schon gesagt, warte. Warte. Aha. Kann noch nicht auf groß machen, aber wir können ja schon mal rübergehen. Warten. So, mein Ding ins Bild hier. Mein Übertragungsbild hier ruckelt. Das andere nicht. Bei YouTube läuft alles normal und bei Twitch habe ich hier extremes Ruckeln. Warum? Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Vor allem kann ich mich null daran erinnern. Es hieße ja, als ich 18 war, gab es WoW. Zum Beispiel und so weiter neu. Beziehungsweise kam ja vielleicht viel später nach Deutschland. Ich glaube, nach Deutschland kam es tatsächlich ein Jahr oder ein halbes Jahr später. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube 2004 war noch die Beta. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay, jetzt ist Twitch auch wieder flüssig. Okay. Gucken wir mal. In 7 Minuten soll es wohl losgehen. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich mir sonst so wünschen würde. Es soll halt auch einen Shadow Drop geben. Das heißt, irgendwas wird angekündigt und ist direkt halt verfügbar. Dann Bild tut mir... Es ist schlimm, oder? Es ist einfach schlimm. Vor allem auf meinem Monitor ist zum Beispiel dieses komische Grün von der 24 viel greller blasser. Das ist so ein richtiges Neongrün-Blass-Dingens. Ich habe keinen guten Monitor, was Grafik angeht. Ja. Das ist ganz toll, ist das. Das Stadtbild ist auch schön. Aber ich wusste ja, was du meinst. Ja, und mal gucken, was sie vielleicht noch ankündigen, was vielleicht einige noch dazu bringen könnte, eine Xbox zu kaufen oder so. Weil sie müssen ja zusehen, dass sie halt ihre Konsolen an den Mann kriegen, ne? Weil sie geben ja schon seit ein paar Jahren keine offiziellen Verkäufe ihrer Konsolen mehr irgendwie offiziell preis, weil sie sich schämen, wie wenig Xbox sie verkaufen. Ja. Sieht aus wie, wir brauchen nochmal schnell was, in 5 Minuten geht's los. Ja, das ist tatsächlich mehr oder weniger schon fast das Bild, mit dem sie überhaupt den Stream angekündigt haben. Sowohl vom Design als auch generell. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, gucken. Wollte auch ursprünglich auch dieses Jahr, am Anfang des Jahres, so ein Video machen von wegen so, ja, 10 Spieler, auf die ich mich halt im Jahr 2024 freue. Allerdings bin ich da halt wirklich so die Release-Liste halt durchgegangen. Und es war jetzt nicht so, dass da jetzt unbedingt 10 Spiele bei waren, wo ich sage, die will ich jetzt auch unbedingt spielen. Ich wäre vielleicht auf 7 gekommen oder so. Und mit den anderen 3 hätte ich dann quasi dann die Lücke gefüllt. Aber für mich ist dieses Jahr von neuen Releasen gar nicht mal so viel vorhanden. Ja? Und ich dachte, dieses Jahr käme so viel, auf was du Bock hättest. Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall Alone in the Dark, das Reboot. Es kommt ein Star Wars Ubi-Shit-Spiel. Das heißt, es ist ein Assassin's Creed Far Cry. Ja, aber es ist für mich halt, es ist Star Wars. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich halt mich über dieses Spiel dann freue. Ja, sonst hatte ich hier irgendwo
Wie so eine Liste halt schon mal zurecht gemacht gehabt. Das waren die 2023. Habe ich das hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich. Da. Ich habe mir aufgeschrieben, natürlich Final Fantasy VII. Der zweite Teil, den ich persönlich erstmal privat spielen werde. Black Myth Wukong ist so ein Souls-like. Jo. Eventuell das Gothic Remake, wobei das halt so eine Sache ist. Es ist ja nicht von Piranha Bytes selbst. Wobei Piranha Bytes selbst haben es ja quasi schon entwickelt. Und da weiß ich auch nicht, kommt das jetzt dieses Jahr raus? Ja, nein, vielleicht eventuell. Dann hier Senua's Saga, also hier Hellblade 2. Avowed, was hier auch von Obsidian Entertainment dann theoretisch ist. Ja, und dann hört es so langsam auf, ne? Habe ich halt noch die Lücken gefüllt mit zum Beispiel Warhammer 40k Space Marine 2. Lost Soul Aside ist so ein Spiel, das wurde zur selben Zeit entwickelt von Final Fantasy 15. Wo sich dann der Entwickler so ein bisschen halt inspirieren lassen von dem grundsätzlichen Artstyle und so. Ja. Und Hades 2 habe ich noch aufgeschrieben. Das war das. Aber im Großen und Ganzen hält sich das eigentlich im Rahmen, was dieses Jahr bisher erscheinen soll. Deswegen habe ich dann es sein gelassen. Ein Ubi-Schrottspiel. Ja, ganz genau. Ein Ubi-Schrottspiel. Ist egal. Wir bekommen ja auch die alten Games dieses Jahr ganz nette Let's Plays von dir. Nein. Kommst du da drauf? Ich habe mich mal auf Hellblade 2 gefreut, als es noch als Xbox Series Launch-Titel angekündigt war. Mittlerweile interessiert es mich kaum noch. Es ist halt, es wird schon echt lange angekündigt, das Spiel. Ne? Also da muss schon ordentlich Entwicklungszeit reingeflossen sein. Und da bin ich halt echt gespannt, wohin die Entwicklungszeit letztendlich geflossen ist. Vielleicht das neue Gollum-Spiel oder Skull Island. Ja, glaube ich. Oh yeah. Oxo, Dankeschön. Dankeschön für Rieshab. Danke. Warte. So, in 60 Sekunden soll es losgehen. Kann gerne nochmal refreshen hier. Ich mit meinem Denglisch hier. Okay. Können wir schon mal Musik ausmachen. So super, dass Piranha Bytes dicht gemacht hat. Wurde doch Zeit. Ey, Baba, raus. Raus. Das kannst du doch nicht sagen. Das finde ich nicht okay. Eines der wenigen guten deutschen Entwicklerstudios. Ja? So viel ist da nicht mehr in Deutschland. Kann sich keiner leisten. Ja, außer irgendwelche Indie-Entwickler. Premiere startet gleich. Ja, sieh zu. Wer ist denn zeitig? Na komm schon. Sie hier gerade durchrasseln, ne? Oblivion Remaster. Ja, wäre auch ganz nett. Aktuell sitze ich an Fallout 3. Die Folgen haben eine Durchschnittslänge von 1 Stunde. Ich glaube, ich habe Spaß am Spiel. Schon schlimm. Ist schon schlimm. Premiere startet gleich. Ja, komm. Sieh zu. Weißt du, die sagen halt so, ja, ne, setzt euch um 21 Uhr vor eure Empfangsgeräte und dann kriegt ihr vielleicht in 1 Stunde später halt dann etwas. Immer noch nichts. Ah, da kommt was. Juhu! Die in Bremen machen ja hauptsächlich Apps mittlerweile, oder? Kommen gar nicht drauf, wie hießen die? King Art. King Art Games. Die haben auch nette Spiele gemacht bisher. Aber müssen sich halt auch wirklich mit Apps über Wasser halten. Elix ging, aber das zweite Teil war nicht so gut. Ich will unbedingt Elix spielen, ne? Irgendwann mal bald.
Gucken wir mal. Oh, warte. Habt ihr überhaupt Sound? Ach, Kacke. So, Sound ist da. Machen wir ein bisschen leiser. Ach ja, ab 18, okay. Kann ich gucken. Ja doch, wir haben schon noch deutsche Entwicklerstudios, aber kaum noch. Sowas wie Deck 13 zum Beispiel. Oh toll, der kann einen Handstand. Ja, das kann ich nicht. Krasser Entwickler. Ich glaube, die haben viele Büroräume. Und können das Xbox-Logo malen. Und in den Tasten hauen. Das war ein Radkanal. Ja. Mann, sie sollen Spiele zeigen, ich den Real-Life-Müll. Sei doch mal locker. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. Ja, okay. There's going to be a lot Wann of kann ich spielen? secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Ja gut, ich kann zwischen meinen Fähigkeiten hin und her switchen. Ja, okay. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat.
players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can Das Spiel hand over heißt the badges Avowed. and let him go back home. Schreib's auch Right. gerne nochmal in den Chat. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath. Warum habe ich das Gefühl, dass es ein 0815-Spiel wird und nichts Neues liefert? Weil du halt auch schon sehr viel gesehen hast. Dennoch haben die Leute halt hier Erfahrung mit Spielen, wo du halt viel Entscheidungsfreiheit hast, wie zum Beispiel Fallout New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic, Pillars of Eternity, etc. Alle Spiele, wo deine Entscheidungen gewisse Auswirkungen haben. Und das macht halt solche Spiele hier schon durchaus interessant. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Oh nein, die haben Spinnen. Oh nein. Das sieht hübsch aus, das Skelett. Im Herbst 2024. Ach hey. Da habe ich keine Zeit. Könnte ich es ein bisschen später machen? War keine. Die nächsten, auf die ich sehr gespannt bin. Ja, ich finde es auch ein bisschen viel Gelaber. Also sie wollen halt auch die Entwickler halt, ne, zu Wort kommen lassen.
Hi, I'm Dom Matthews, studio head here Hallo, at Dom. Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Do you see how small you are? Do you see how the pitiless world stamps you down? Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. A sign. Focus. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is story. Teil 1 kannst du auf Kanal So I gucken, get ja. to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I Sehr, have sehr to wait a gutes little Spiel. while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified Sieht in einfach achieving a auch deep level mega of aus. immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You Also das have ist to jetzt be nicht die there. Spielgrafik, The ne? sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. She will collapse. She will collapse.
these voices come to life through binaural audio, which provides Ich habe auch a Stimme good in meinem Kopf. representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Die Stimmen sagen, isst den Keks, isst den Keks, isst den Music is a Keks. So in strange etwa. language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua. Ist sie ein Deutscher? Ich glaube nicht. We are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. Ach, hat deutsche I'm Wurzeln, so okay. proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Im Mai. Ja, vielleicht. Vielleicht kriege ich das noch zeitlich hin. Sonst kommt es halt später. So. Was? Achso. Oh nein. Square Enix. Ach, hier. Das neue Mana-Spiel da. V-Gedöns auf Mana. Weiß nicht mehr, wie es heißt. Da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく Gibt so ein paar Mana-Spiele. Die werde ich nicht alle spielen. 30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。
シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場 Also してい sieht ま auf す。 jeden Fall besser aus als hier das Remake von Secret of Mana. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。Er hat ein 今作で Pogo-Puschel. は初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれる Was ist das für ein cooles Reittier? ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 Mammut, mein nächster Lohn, bitte das Artbook, danke. BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。
聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後もさまざまな情報をお届けしていきますのでぜひご期待ください。この夏 Das ist ja schön, dass das Spiel für die Xbox erscheint. Ich hol's mir aber für die PlayStation. 皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。 Im Sommer dieses Jahr. Na, das kann ja was werden. Mammut, wie viel verstehst du schon direkt ohne Untertitel? Gute 30%. Würde ich es lesen, würde ich es nicht verstehen, aber vom Hören verstehe ich sehr, sehr viel. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in Ja, was macht ihr denn 2013 Schönes? with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ach ja, die machen Our auch is so ein an komisches Ding. homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay Civilization fans of the genre nur unter love, anderem where you Namen. explore the world, expand your nation, govern your people. Das ist so ein Punkt, wo ich jetzt einen Kaffee machen wollen würde, wenn ich einen Kaffee trinken würde. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Also es sind halt diese Form von Strategiespielen, die ich nicht mag. Ich weiß nicht mal warum. Ich mag We sie started nicht. small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, Nackte a Mammuts. blank canvas for players to paint the society of their dreams. Oh, noch ein Keks. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupied. Was diese Spiele anders macht als Strategiespiele, die ich mag. Zum einen, es geht halt ganz oft mehr in so diese diplomatische Richtung etc. Von wegen, ne, du hast deine Siedlung und mit dieser Siedlung musst du halt dann gucken, okay, wie verhalte ich mich jetzt gegenüber dem Land und dem Land und dem Land. Ja, ist mir zu diplomatisch. Ich will aufbauen und zerstören. Ja. Ausnahme ist Anno. Wobei auch da will ich zerstören. Aber erst nachdem sie glauben, ich bin ihr bester Freund. Kann ich wahrscheinlich hier auch, aber trotzdem. Und was mich halt so extrem stört, ist, du bist halt immer so gezwungen. Keine Ahnung, du hast deine Hauptstadt in irgendeinem Feld und du kannst halt dann nur die umkreisenden Felder davon halt dann irgendwie spielen oder halt erstmal bebauen und von dort aus dann stückchenweise weiter. Du hast nicht die Möglichkeit, dich frei zu entfalten, wo du Lust zu hast. Sondern bist halt gezwungen, erstmal deinen Bereich zu erweitern, etc. Mag ich nicht. Ich mag lieber das freie Bauen, frei meine Mauern irgendwo hinbauen, wo ich glaube, okay, das macht da Sinn.
frei meine Gebäude halt irgendwo hinbauen, wo ich Bock zu habe. Ja, und auch Einheiten, weißt du, du erstellst Einheiten, hast dann so einen ganzen Trupp. Finde ich langweilig. Ich will lieber einzelne Einheiten und dann halt vernünftig kontrollieren, wo ich sie hinstellen will. Ja. Ich mag das nicht. Das hier. Das ist bestimmt ganz toll, auch Civilization, aber ich und diese Spiele, wir werden uns nie überein. Obwohl sie bestimmt gute Spiele sind, aber nee, mag ich nicht. All their collective decisions and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games Ach ja, have und es players ist so teils alternately taking rundenbasiert. turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know Ja, genau so. Führer auswählen und Könige etc. Das hat es halt auch bei Civilization und so. Und die geben dir halt bestimmte Perks, wodurch du halt dann deine Einheiten in gewisse Richtung halt entwickeln lassen kannst. Werde ich auch nie warm mit. Nie. building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wild. Wenn es zu politisch wird und zu viel verzwickt ineinander wird und man das regelrecht studieren muss, mag ich Strategie auch nicht mehr. Aber die Fokus auf Krieg setzen, mochte ich auch nie so richtig. Da war es gerade schön am Aufbauen, kommt, macht Nachbar und macht die platt. Gerade das mag ich. Ja, und dann kommt der Gegner, will die gerade platt machen und du musst halt dann aus dem Schnipsel heraus halt eine neue Strategie entwickeln, wie du halt dann dagegen angehst und so. Das ist das, was ich mag. Experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own. Ich weiß nicht, ob das online ist. Kommt im Herbst 24, ist mir bewusst. Ich weiß gar nicht, was ich immer gespielt habe. Da hast du Epochen durchgekauft, von Rom zur Neuzeit oder sowas. Wahrscheinlich Empire Earth. So, Machine Games macht Indiana Jones. Keine Ahnung, was ihr davon erwarten soll. Oh ja, Siedler ist auch super. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through Ja, jetzt bin ich auch beim his eyes anderen and experience Xbox-Spiel. a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game Oh, forever. der. Oh. I had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world
to make this, and it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Ja, gucken wir mal. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. This is first person. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Weil die Einstellung sieht jetzt erstmal nicht unbedingt danach aus, dass es eine Einstellung ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Feature. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Ja, das ist so ein Spiel, da hätte ich mir lieber eine Third-Person-Ansicht gewünscht als noch ein Ego-Shooter. Patron of the fallen angels. Protector of the Chirkulimani. The Great Circle. Indiana Jones, der große Kreis. You have any idea how old that was? Also, das hätte man sich ja schon denken können bei den Machern von Wolfenstein. Indiana Jones is such an iconic character, and he means Trotzdem so schade. much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's Nee, cracking fühle your ich nicht. whip, solving puzzles in ancient temples. Ich hätte gerne die Seeing Option, knuckles es go auch blind anders zu in a machen. fist fight. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view.
Ja, aber auch nur für Indiana Jones bestimmte and the Great Momente. Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. Xbox und VR? He Nein. wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Also ich werde mir das Spiel definitiv holen. Jetzt aber definitiv nicht bei Release. Weil das ist halt dann so ein Ding so, ja gut, ne, also da muss halt der Preis stimmen, dass ich dann sage, ja gut, nehme ich. Ne? Until he has no choice but to see it through to the end. Und ja, ich werde es auch spielen irgendwann. On next plane to Rome, stop. Need help, stop. Meet me in Vatican, stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and gemacht. the experience by finding more clever ways to solve a problem. We always Aber auch nur bei want to be Indiana offering more Jones. solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic. Ich glaube nicht, dass er für PS5 so zeitig rauskommt. Vielleicht irgendwann eines Tages oder so. Aber dadurch, dass es halt zu Bethesda quasi gehört. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to Erstmal, have Bobby Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game.
You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. Wann kommt neues Uncharted? I want to thank you all Erstmal gar nicht, joining glaube us ich. for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Aber ich will nicht, dass mir in der Ego-Perspektive eine Spinne über den Arm läuft. Nee, will ich nicht. Ja. Also sieht definitiv nicht schlecht aus. Sieht nach einem guten Spiel aus. Die Spinne dann lieber im Beifahrer. Nein. Nein. Outro-Skizze. Also das war's schon, ja? Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Vielleicht eine echte Spinne auf den Arm für mehr Spannung. Nein. Dann brauche ich einen neuen Arm. RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Aber für Xbox wird auf jeden Fall ein volles Jahr 24. Okay. Das war's dann wohl. Und für Elder Scrolls Online gibt es noch irgendwas. Irgendwann. Okay. Ja, gut. Also ich würde sagen, ich habe mir mehr erhofft. Sagen wir es so. Irgendwas von wegen Shadow Drop, weiß ich nicht. Jetzt höchstens ja hier, ne? Dass das eine. Ups. Dass das eine Mana-Spiel halt auch für Xbox kommt. Ja, gut, okay.
Ne? Aber ich hätte jetzt, keine Ahnung, gedacht, dass halt irgendwie noch mehr bei rumkommt. Es ist ja überwiegend nur das erschienen, was im Vorfeld halt schon angekündigt wurde. Ja? Das waren genau die auf den Bildern davor, plus Square. Genau. Also da, also dass jetzt da das Internet in Brand gesetzt werden soll, ne? Also das war halt deren Marketing-Aussage. Sehe ich jetzt nicht so, ne? Also, ja, da war die letzte Xbox-Präsentation dann doch schon ein bisschen anschauenswerter. Sagen wir es so. Aber es kommt auf jeden Fall, also sie haben auf jeden Fall eine Menge Spiele jetzt angekündigt, die für dieses Jahr wirklich rauskommen sollen. Ob das dann letztendlich halt wirklich so ist, wird die Zeit zeigen. Yeah. Okay. Dankeschön, Dankeschön, guten Abend, guten Abend. Hellblade 2, Hellblade 2. Hellblade, natürlich, aber das ist seit... Wann kam der erste Trailer von Hellblade? Was? 2019, 2020? Hellblade 2. Erster Trailer. Gute Frage, ne? 2020. Ist schon ein paar Jahre her. Nachdem sie es angekündigt haben, auf jeden Fall, mit Trailer etc. Und jetzt soll es dann irgendwann mal erscheinen. Vielleicht im Brand, weil alle jetzt schimpfen, dass das zu wenig war. Das könnte sein. Ja. Es hat mich auch gewundert, dass sie jetzt nicht irgendwie gesagt haben, ja, das und das Spiel ist ab Tag 1 im Game Pass verfügbar oder so. Ja, weil das ist ja irgendwie jetzt so Xbox-Strategie bisher gewesen, dass sie versuchen, alles gleich in Game Pass zu hauen und einen Game Pass zu pushen, was natürlich auch eine Menge Geld denen dann kostet. Weil dann kaufen halt die Leute halt gar nicht mehr das Spiel, weil wir holen halt Game Pass und haben dann das Spiel. Ist halt so, ne? Ob das jetzt hier bei denen auch so sein wird, weiß ich nicht. Bisher haben sie es nicht angekündigt. Boah, also, selbst wenn, ich hol's mir eh fürs Regal und darf es dann runterladen. Mir gefielen alle Spiele. Mir gefiel ein Großteil der Spiele. Einzige, was halt nicht ist, ist halt die Strategiespiel. Das ist halt nichts für mich. Und bei Indiana Jones hätte ich mir einfach gewünscht, dass es nicht eine Ego-Perspektive ist. Aber ich hätte damit rechnen können. Ja. Lieber frühe Ankündigungen und dann länger brauchen für ein ordentliches fertiges Spiel. Das stimmt. Deswegen haben sie auch lange damit gewartet, halt ein Release-Fenster anzukündigen. Ich glaube, mit dem letzten Hellblade-Trailer zu Game Awards oder so. Da haben sie das erste Mal gesagt, ja, das Spiel kommt 2024 und jetzt halt genaueres Datum. Und das ist okay. Das ist definitiv okay. Ja. Nun bin ich halt wirklich sehr gespannt, was dann letztendlich draus wird. Ja, Avowed. Ja, es sieht halt nach einem Skyrim in bunter aus so ein bisschen. Muss man halt gucken, was draus wird. Mammut sieht blöd aus? Egal. Achso, Mammut sagt, Mammut sieht blöd aus? Egal, das ist was für mein Pile of Shame-Sammlung. Ich arbeite dieses Jahr sehr viel davon ab. Sehr, sehr viel. Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, ich klinge mich jetzt aus. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Restabend. Und dann sehen wir uns dann am Samstag zum Gedöns-Stream dann wieder. Würde ich sagen. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was wir am Samstag machen. Das gucken wir dann. Und dann hört und stört man sich dann ja, am Samstag. So ab circa 18 Uhr. Oder 19 habe ich es jetzt für 18 oder 19 Uhr eingesetzt. Ich muss da nochmal reinschauen. Ja, und dann ist irgendwann Samstag. Morgen erstmal anstrengend arbeiten. Danach auch. Und dann streamen wir wieder. 19 Uhr wie angesetzt. Okay, gut. Dann sehen wir uns also Samstag 19 Uhr. Dann sage ich mal tschö mit Ö und auf bald.